Teil 1: Die Psychologie des Schlafs. Der Beginn. 3 Stunden vor dem Schlafengehen. Keine schweren Mahlzeiten. Verdauung hält deinen Körper im Verteidigungsmodus. 2 Stunden davor. Keine Arbeit, kein tiefes Denken, keine stressigen Gespräche. 1 Stunde davor. Keine Bildschirme. Das blaue Licht täuscht dein Gehirn, lässt es glauben, es sei noch Tag und blockiert Melatonin, das Hormon, das dich einschlafen lässt. Ersetze diese letzte Stunde durch langsame, analoge Momente. Dehne dich, schreibe Tagebuch, dimme das Licht, lies ein paar Seiten von etwas Sanftem oder sitze einfach in der Stille und atme. Du bringst deinem Gehirn bei, von Beta-Wellen, Wachheit zu Alpha-Wellen, entspannte Konzentration, überzugehen. Die Brücke in den Schlaf. Das ist kein Selbsthilfegerede, das ist Neuropsychologie. Eine Studie der Stanford University zeigte, dass Menschen, die vor dem Schlafengehen eine digitale Abschaltroutine befolgen, 45% schneller einschlafen und pro Nacht 20% mehr REM-Schlaf haben. Das ist kein Zufall. Das ist dein Geist, der endlich mit deiner Biologie zusammenarbeitet. Und vielleicht ist genau das der Punkt. Guter Schlaf ist kein Kampf, den man gewinnen muss. Es ist eine Beziehung, die man repariert. Hast du jemals bemerkt, wie manche Menschen stolz sagen, ich schlafe nur 5 Stunden und fühle mich großartig? Und ein Teil von dir fragt sich, wie? Du schläfst 8, vielleicht 9 Stunden und wachst trotzdem auf, als hätte deine Seele vergessen zu laden. Es fühlt sich fast unfair an, oder? Als würden dein Körper und dein Geist nach völlig unterschiedlichen Regeln spielen. Aber was, wenn ich dir sage, sie tun es tatsächlich? Denn Schlaf hat weniger damit zu tun, wie lange du die Augen geschlossen hältst, sondern was dein Geist tut, während sie geschlossen sind. Psychologen und Neurowissenschaftler wissen inzwischen, dass der Unterschied zwischen sich erholt fühlen und sich erschöpft fühlen weniger mit der Zeit zu tun hat und alles mit Qualität, Rhythmus und der Art, wie dein Gehirn Schlaf überhaupt versteht. Hier ist die seltsame Wahrheit. Manche Menschen, die weniger schlafen, bekommen tatsächlich erholsameren Schlaf. Andere, die auf ihre 8 Stunden schwören, wachen benebelt auf, weil ihr Schlaf fragmentiert, chemisch verwirrt oder emotional unterbrochen ist. Mit anderen Worten, nicht jeder Schlaf ist gleich. Und wenn du dich jemals gefragt hast, warum du nach einer ganzen Nacht Schlaf immer noch das Gefühl hast, dein Gehirn würde puffern, die Antwort ist keine Faulheit. Es ist Psychologie, Physiologie und eine Reihe unsichtbarer Gewohnheiten, die deinen mentalen Erholungsmodus sabotieren. Teil 2: Qualität über Quantität. Erstens, dein Gehirn kümmert sich um Qualität, nicht Quantität. Dein Gehirn zählt keine Stunden, es zählt Zyklen. Jeder Schlafzyklus dauert etwa 90 Minuten und besteht aus mehreren Phasen, aber 2 davon bestimmen alles darüber, wie du dich beim Aufwachen fühlst. Zuerst der Tiefschlaf. Das ist die Phase, in der dein Körper sich selbst repariert. Muskeln regenerieren sich, das Immunsystem wird aktiviert, Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Es ist körperliche Wiederherstellung, die nächtliche Baustelle deines Körpers. Dann kommt der REM-Schlaf, Rapid Eye Movement. Das ist die Phase, in der dein Gehirn zum Regisseur seines eigenen Films wird. Erinnerungen werden gespeichert, Emotionen verarbeitet, Kreativität gestärkt. Es ist mentale Organisation, der emotionale Reset-Button deines Geistes. Aber hier ist der Haken. Wenn Stress, blaues Licht oder Koffein diese Zyklen stören, ruht dein Körper zwar, aber dein Geist erholt sich nicht. Psychologen nennen das fragmentierten Schlaf. Es ist, als würdest du dein Handy auf 50% aufladen und dann das Kabel herausziehen und dich am nächsten Tag wundern, warum der Akku so schnell leer ist. Bei fragmentiertem Schlaf liegt dein Körper still, aber dein Gehirn taucht nie vollständig in die Tief- oder REM-Phasen ein. Du wachst auf, als hättest du um den Schlaf herum geschlafen, aber nicht wirklich in ihm. Und das Gefährliche daran ist, es fühlt sich subtil an. Du sagst dir, ich bin einfach kein Morgenmensch, während du in Wirklichkeit in einem milden Zustand von kognitivem Jetlag lebst. Teil 3: Rhythmus und Timing. Zweitens: Dein Gehirn
läuft im Rhythmus. In der Psychologie nennt man diesen Rhythmus den zirkadianen Zyklus, deine innere Uhr. Jede Stimmung, jedes Hormon, jeder Fokusmoment hängt von diesem 24-Stunden-Takt ab. Wenn du zu zufälligen Zeiten schläfst und aufwachst, versetzt du dein Gehirn in einen Zustand, der Jetlag gleicht, nur ohne zu reisen. Denk an Melatonin, das Hormon, das dich schläfrig macht, als den Lichttechniker deines Körpers. Es braucht Vorhersehbarkeit. Wenn du an einem Abend um 23 Uhr schläfst, am nächsten um 2 Uhr, weiß dein Gehirn nicht, wann es die Lichter dimmen soll. Wenn du ihm jedoch einen konstanten Rhythmus beibringst, zum Beispiel Schlaf um 23 Uhr, wach um 6:30 Uhr, beginnt dein Gehirn mit dir zu arbeiten. Es setzt Melatonin natürlicherweise frei, senkt deine Herzfrequenz, beruhigt dein Cortisol. Schlaf kommt leichter, Aufwachen fühlt sich klarer an. Das ist keine Zufälligkeit, das ist Chemie. Dein Gehirn sagt, endlich kann ich dem Zeitplan vertrauen. Stell dir dein Leben wie ein Orchester vor. Jedes Instrument, Energie, Fokus, Appetit, sogar emotionale Stabilität hängt vom Dirigenten ab, deinem zirkadianen Rhythmus. Wenn du den Rhythmus hältst, fließt die Musik. Wenn du ihn störst durch nächtliches Scrollen, Essen um Mitternacht oder grelles Licht, zerfällt die Symphonie. Darum funktionieren jene Menschen, die nur 5 Stunden schlafen, oft besser. Nicht, weil sie übermenschlich sind, sondern weil ihr Rhythmus konstant ist. Ihr Gehirn ist nicht verwirrt. Es weiß, wann es herunterfahren und wann es leisten soll. Die meisten Menschen denken nie darüber nach, wann sie aufwachen. Sie stellen ihren Wecker einfach auf die Zeit, zu der sie müssen. Doch laut Neurowissenschaftlern hängt der Unterschied zwischen erholt aufwachen und völlig zerstört aufwachen oft nur von einer Sache ab: dem Timing. Jeder vollständige Schlafzyklus dauert etwa 90 Minuten. In dieser Zeit reist dein Gehirn von leichtem Schlaf zu Tiefschlaf und schließlich in den REM-Schlaf. Wenn dein Wecker mitten in einem Zyklus klingelt, wirst du aus der tiefsten Regeneration herausgerissen und genau dann wachst du benommen, orientierungslos und schwerfällig auf. Psychologen nennen das Schlafträgheit. Das ist der mentale Kater zwischen Schlaf und Wachsein. Wenn du aber am Ende eines 90-Minuten-Zyklus aufwachst, vollzieht dein Geist einen natürlichen Übergang. Deshalb fühlen sich Menschen, die 4,5, 6 oder 7,5 Stunden schlafen, oft wacher als jene, die irgendwie 8 Stunden schlafen. Du betrügst das System nicht. Du synchronisierst dich mit ihm. Tatsächlich zeigte eine Studie der Harvard Medical School, dass Menschen, die an den natürlichen Zyklusgrenzen aufwachen, innerhalb der ersten Stunde des Tages eine um 30% schnellere kognitive Reaktionszeit haben. Dein Fokus schärft sich schneller, deine Stimmung stabilisiert sich und der Tag beginnt leichter. Es geht also nicht um mehr Schlaf, sondern um klügeren Schlaf. Wenn du also jemals in diesem Nebel aufgewacht bist, in dem dein Geist einen Schritt hinter deinem Körper herhinkt, du hast den Schlaf nicht verloren, du hast ihn nur im falschen Moment unterbrochen. Teil 5. Die 3-2-1 Power-Down-Regel. Das moderne Leben hält dein Gehirn auf Hochspannung. Bildschirme, Koffein, Deadlines, all das schreit dein Nervensystem an, wach zu bleiben. Doch dein Gehirn hat keinen Ausschalter. Es braucht Signale, es braucht Rituale, die ihm sagen, es ist jetzt sicher, loszulassen. Psychologen nennen das kognitives Entladen, der bewusste Akt, den Lärm des Tages aus dem Kopf zu lassen, bevor man ins Bett geht. Hier hilft die sogenannte 3-2-1-Regel. 3 Stunden vor dem Schlaf, keine schweren Mahlzeiten, damit dein Körper nicht mehr im Verdauungsmodus bleibt. 2 Stunden davor, keine Arbeit, keine intensiven Gespräche, kein Grübeln. 1 Stunde davor, keine Bildschirme, kein blaues Licht, kein Doomscrolling, kein letzter Blick auf E-Mails. Ersetze das durch langsame Übergänge. Dehne dich, schreibe deine Gedanken auf. Lass das Licht sanfter werden. Lies etwas, das beruhigt. Oder sitze einfach still und atme. Damit trainierst du dein Gehirn, in den Modus der Ruhe zu wechseln. Von Beta-Wellen, Wachheit, zu Alpha-Wellen, entspannte Konzentration. Die Brücke in den Schlaf. Das ist kein Wellness-Klischee,
Das ist Neurowissenschaft. Wenn du deinem Geist beibringst, dass der Tag wirklich vorbei ist, beginnt dein Körper die Nacht als Heilung zu begreifen, nicht als Leerlauf. Teil 6. Sonnenlicht. Der Reset deines Gehirns. Es klingt fast zu einfach, aber es ist einer der mächtigsten Hebel für mentale Gesundheit und Energie. Sonnenlicht. Die ersten 10 Minuten nach dem Aufwachen entscheiden buchstäblich darüber, wie wach dein Gehirn die nächsten 16 Stunden sein wird. Das ist keine Poesie, das ist Biochemie. Die natürliche Lichtexposition am Morgen löst in deinem Körper die Ausschüttung von Serotonin aus, einem Neurotransmitter, der mit Motivation, Stimmung und geistiger Klarheit verbunden ist. Und etwa 14 bis 16 Stunden später verwandelt sich dieses Serotonin auf natürliche Weise in Melatonin, das Hormon, das dich schlafen lässt. Es ist der perfekte Kreislauf, wenn du ihm Licht gibst, um zu beginnen. Darum empfehlen Psychologen und Schlafforscher eine einfache, aber transformative Routine. Wenn du aufwachst, greif nicht zum Handy, geh hinaus, sieh für 5 Minuten in den Himmel. Selbst an einem wolkigen Tag ist die Lichtintensität draußen 100-mal stärker als jede Innenbeleuchtung. Diese Lichtaufnahme teilt deinem Gehirn buchstäblich mit, wie spät es ist. So merkt sich dein Körper den Rhythmus und Rhythmus ist Energie. Ohne ihn verliert dein Gehirn die Orientierung. Tage wirken dumpf, Nächte unruhig, Motivation verschwimmt. Kurz gesagt, Sonnenlicht ist das unterschätzteste Antidepressivum deines Gehirns. Teil 7, dein Schlaf spiegelt deine Emotionen. Hier überschneiden sich Psychologie und Neurowissenschaft wirklich. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass deine schlimmsten Nächte nach emotionalem Chaos kommen? Ein Streit, eine stressige Nachricht, Schuldgefühle, zu viel Nachdenken. Das ist kein Zufall, das ist Cortisol. Das Stresshormon steigt an, wenn dein Geist sich unsicher fühlt. Selbst wenn dein Körper im Bett liegt, glaubt dein Gehirn, es müsse wachsam bleiben. Es lässt dich nicht vollständig los. Psychologen nennen das Hyperarousal, der Zustand, in dem der Geist wach bleibt, um dich zu beschützen, obwohl keine reale Bedrohung da ist. Mit der Zeit verwandelt sich dieses Muster in Schlaflosigkeit. Und Schlaflosigkeit bedeutet nicht immer nicht schlafen können. Sie bedeutet oft, dem Schlaf nicht zu vertrauen. Darum geht es beim Heilen von Schlafstörungen nicht nur um Schlafhygiene, sondern um Sicherheit. Du musst deinem Gehirn beibringen, dass es wieder loslassen darf, dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn du aufhörst, alles zu kontrollieren. Und das beginnt lange vor dem Moment, in dem du dich hinlegst. Es beginnt mit dem Gefühl von Geborgenheit, emotional, mental und physisch. Sanftes Licht, leise Musik, ein Raum, der sich wie Ausatmen anfühlt. Denn dein Gehirn wird erst ruhen, wenn es glaubt, dass es sicher ist. Teil 8. Schlaf als emotionale Wartung. Wir betrachten Schlaf gerne als bloße Ruhe, doch für dein Gehirn ist er viel mehr als das. Er ist Therapie. Jede Nacht, während dein Körper herunterfährt, spielt dein Geist, ordnet und bearbeitet den Tag neu. Träume sind keine zufälligen Bilder. Sie sind das emotionale Ablagesystem des Gehirns. Es ist die Art und Weise, wie der Geist unfertige Gefühle, stille Ängste und kleine Triumphe, die du tagsüber vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen hast, verarbeitet. Der Neurowissenschaftler Matthew Walker nennt den REM-Schlaf die nächtliche Therapiesitzung des Gehirns. Während des REM-Schlafs spielt dein Gehirn emotionale Erinnerungen erneut ab. Doch mit einem Unterschied. Die Stresschemikalien wie Noradrenalin sind dabei auf 0 heruntergeregelt. Das bedeutet, du erlebst die Emotionen noch einmal, aber in sicherem Rahmen. Es ist, als würde dein Geist sagen, lass uns das jetzt ansehen, ohne daran zu zerbrechen. Darum sind Menschen, die gut schlafen, nicht nur fokussierter, sie sind auch emotional ausgeglichener. Schlaf reguliert Empathie, Impulskontrolle und Mitgefühl. Wenn du zu wenig schläfst, gerät die Amygdala, das Angstzentrum deines Gehirns, in Übersteuerung. Du wirst reizbar, impulsiv, misstrauisch. Aber bei ausreichendem Schlaf übernimmt der präfrontale Kortex wieder die Kontrolle. Jener Teil deines Gehirns, der für Logik, Empathie
und Selbstbeherrschung zuständig ist. Einfach gesagt, guter Schlaf macht dich gütiger. Schlechter Schlaf macht dich ängstlich, ungeduldig und irrational. Das ist keine Frage der Persönlichkeit, es ist reine Physiologie. Teil 9. Die Verbindung zwischen Schlaf und Intelligenz. Hier kommt etwas, das die meisten Menschen nie bedenken. Schlaf und Intelligenz sind untrennbar miteinander verbunden. Eine Studie der University of Pennsylvania aus dem Jahr 2022 zeigte, dass Menschen mit regelmäßigem Tiefschlaf bei Aufgaben des Arbeitsgedächtnisses und der Problemlösung besser abschnitten, selbst wenn sie weniger Stunden schliefen als andere. Gleichzeitig führte chronischer Schlafmangel, selbst nur 1 Stunde weniger pro Nacht, bereits nach 2 Wochen zu messbarem kognitiven Abbau. Das Schlimmste daran: die Betroffenen bemerkten es nicht einmal. Sie glaubten, sie seien völlig leistungsfähig, doch ihr Gehirn hatte längst verlangsamt. Das ist das Paradox des modernen Lebens. Der Geist kann sich so gut an Erschöpfung anpassen, dass du gar nicht mehr erkennst, wie müde du wirklich bist. Psychologen nennen das die Illusion der Kompetenz. Du glaubst, auf 90% zu funktionieren, doch in Wahrheit läuft dein Gehirn bei 60% und wird von Notfallchemikalien angetrieben. Das Beunruhigende daran? Ein Großteil der Gesellschaft lebt genau in diesem Zustand. Wir verherrlichen Erschöpfung, als wäre sie Disziplin. Wir posten Sprüche wie „kein Schlaf, nur Grind", als wäre Müdigkeit ein Zeichen von Stärke. Aber die Wahrheit ist, dein Gehirn kann keine Größe erschaffen, während es ums Überleben kämpft. Schlaf ist keine Zeitverschwendung. Er ist das, was Zeit schärft. Teil 10. Das Gehirn als Ökosystem. Stell dir dein Gehirn wie eine Stadt vor. Jeder Gedanke ist Verkehr, jedes Neuron eine Straße. Wenn du schläfst, kommen die Gliazellen, die Müllabfuhr deines Gehirns, heraus und reinigen die Straßen. Sie spülen Abfallproteine wie Beta-Amyloid weg. Dieselben Stoffe, die mit Alzheimer und kognitivem Verfall in Verbindung gebracht werden. Wenn du jedoch ein paar Nächte nicht schläfst, ist es, als würden die Müllwagen nicht mehr fahren. Dein Geist fühlt sich träge, vernebelt, überfordert. Nicht, weil du faul bist, sondern weil deine neuronalen Straßen buchstäblich verstopft sind. Wenn also jemand sagt, ich funktioniere auch mit 4 Stunden Schlaf, bedeutet das in Wahrheit, ich ignoriere den Schaden vorerst. Aber das Gehirn vergisst nie. Es sammelt seine Schulden und es fordert sie immer zurück. Teil 11. Schlaf als Spiegel deiner Kontrolle. Hier kommt die psychologische Wendung, über die kaum jemand spricht. Deine Fähigkeit einzuschlafen hängt direkt davon ab, wie gut du loslassen kannst. Denk darüber nach. Schlaf verlangt Hingabe. Er fordert Vertrauen, dass die Welt nicht zusammenbricht, während du bewusstlos bist. Darum haben besonders Menschen mit Angst oder Perfektionismus Schwierigkeiten beim Einschlafen. Ihr Geist vertraut der Stille nicht. Er spielt Gespräche, Aufgaben, Möglichkeiten endlos ab. Das ist keine klassische Schlaflosigkeit. Es ist Hypervigilanz, getarnt als Produktivität. Darum funktionieren Achtsamkeit und Dankbarkeitsrituale vor dem Schlaf so gut. Sie sind keine esoterischen Spielereien, sie sind neurologische Erlaubnisscheine. Sie signalisieren dem Gehirn, du hast genug getan, es ist sicher, jetzt loszulassen. Und sobald dein Gehirn das wirklich glaubt, lässt es dich endlich offline gehen. Teil 12. Schlaf und Identität. In einer Welt, die vom Meer besessen ist, wird Ruhe zur Rebellion. Wir messen unseren Wert an Produktivität, an Ergebnissen, Followern, Erfolgen. Doch Schlaf erinnert dich daran, dass dein Wert nicht verdient, sondern erneuert wird. Es liegt etwas leise Revolutionäres darin, die Augen zu schließen und Erholung über Leistung zu stellen. Denn jedes Mal, wenn du ruhst, erinnerst du dein Nervensystem daran, dass du keine Maschine bist. Du bist ein lebender Organismus, der durch Rhythmus wächst, nicht durch Widerstand. Vielleicht ist das die eigentliche Lektion, die in der Schlafwissenschaft verborgen liegt. Schlaf ist keine Flucht vor dem Leben, er ist die Klarheit, die du brauchst, um es wirklich zu leben. Teil 13. Der mentale Wandel und die Evolution des Schlafs. Menschen, die den Schlaf wirklich meistern, jagen keine zusätzlichen Stunden. Sie erschaffen Gewohnheiten, die es dem Geist erlauben,
schon im Wachzustand zu ruhen. Sie verlangsamen ihren Atem, wenn Stress aufkommt. Sie schaffen Ordnung in ihrem Tag. Sie üben Präsenz statt endloser Planung. Diese geistige Ruhe fließt in die Nacht über. Denn es ist nicht nur die Art, wie du schläfst, die zählt, sondern wie du lebst, die bestimmt, wie du ruhst. Dein Gehirn schaltet nicht ab, wenn du es tust. Es folgt deinem Rhythmus. Wenn deine Tage chaotisch sind, werden deine Nächte das Echo dieses Chaos. Wenn deine Tage bewusst und geordnet sind, verwandeln sich deine Nächte in Frieden. Die eigentliche Frage ist also nicht, wie lange habe ich geschlafen, sondern was bringe ich meinem Gehirn über Sicherheit, Rhythmus und Balance bei? Schlaf ist keine Flucht. Er ist Weiterentwicklung. Jede Nacht probt dein Gehirn die Zukunft. Jede Idee, jede Emotion, jede Fähigkeit, die du heute gelernt hast, wird im Schlaf erneut gespielt, verstärkt und verfeinert. Du wirst jede Nacht neu verdrahtet. Dein Gedächtnis wird schärfer. Deine Kreativität dehnt sich aus. Deine emotionalen Wunden beginnen zu heilen. Und in dieser stillen Dunkelheit baut dein Geist die Architektur dessen wieder auf. Wer du morgen sein wirst, das ist kein bloßes Ausruhen, das ist Wiedergeburt. Also wenn das nächste Mal jemand sagt, ich brauche nur 5 Stunden Schlaf, erinnere dich, es ist nicht die Zahl, die zählt, es ist die Tiefe, die Ruhe deiner Zyklen, das Vertrauen in deinen Rhythmus, der Frieden zwischen deinen Gedanken, denn Schlaf ist nicht das Ende deines Tages, er ist der Beginn deiner Intelligenz, deiner mentalen Gesundheit, deiner Kreativität, deiner Menschlichkeit. Wenn dein Gehirn ausgeruht ist, wird dein Geist unaufhaltsam. Und genau das ist die Psychologie des Schlafs, zu der die meisten Menschen nie wirklich aufwachen.